Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflöten-Kanal. Heute zeige ich euch 3 Möglichkeiten, wie ihr sozusagen von einer Sekunde auf die andere sofort viel schöner Blockflöte spielen könnt. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid oder dass ihr neu hinzugestoßen seid. Falls ihr es noch nicht getan habt, bitte abonniert meinen Kanal, dann unterstützt ihr meine Arbeit und motiviert mich, um noch mehr Videos für euch zu machen. Und wir legen gleich los. Ich habe ja gesagt, ich habe 3 Beispiele für euch, wie ihr sofort schöner spielen könnt. Und einiges wird euch bekannt vorkommen, aber dennoch ist es immer wieder so, wenn man ein konkretes Stück vor sich hat, dann weiß man nicht so recht, okay, was konnte ich da noch alles machen mit der Artikulation, mit dem Ton und so weiter. Und das zeige ich euch jetzt mal an 3 Stückchen. 3 Stückchen aus Stücken. Es ist ja so, ob wir schön spielen auf der Blockflöte, das hängt davon ab, wie unser Ton klingt. Es hängt aber auch davon ab, wie deutlich er ist. Das hängt ja auch wiederum mit dem Klang zusammen. Wie lange er dauert, denn da haben wir ja Variationsmöglichkeiten, wie lange wir unsere Töne spielen, auch wenn natürlich die Noten vorgegeben sind. Und zum Beispiel auch, wann wir unsere Töne spielen, also das Timing. Und zu diesen verschiedenen Aspekten habe ich jetzt mal zu jedem ein schönes Beispiel. Ganz wichtig ist, und dafür ist unser erstes Beispiel geeignet, das ich genommen habe, dass ihr Unterschiede macht im Zungenstoß, damit die Musik schön strukturiert klingt und nicht wie ein Brei von Noten und damit es einfach auch schön klingt. Als Beispiel dafür habe ich mal die schöne Daphne von Van Eyck genommen für Sopran, Blockflöte, Solo. Und das Liedchen, diese Melodie kennen sicher viele von euch. Und dazu gibt es ja dann lauter Variationen, die in immer schnelleren Notenwerten gehen. Und hier ist es ganz wichtig, dass ihr Unterschiede im Zungenstoß macht. Also nicht alles nur mit Dü, 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 Dü oder nur mit Tü, 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 Tü anstoßt. Nicht nur damit es abwechslungsreich klingt, sondern damit ihr auch die Musik, so wie sie komponiert ist, zum Ausdruck bringt. Also ich habe mal eine Stelle genommen aus der hier 2. Variation vom Band 2 von Van Eyck, den ich jetzt hier habe, genau. Und da kommt eine Stelle mit lauter Sechzehnteln vor. Und wenn ich die jetzt alle auf die gleiche Art stoße mit irgendwie Tü, 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 dann klingt das nicht schlecht. Es klingt dann so. Aber ich nehme mal an, euch gefällt es auch besser so. Und was habe ich hier gemacht? Ich habe immer dann, wenn ein Sprung kam, also wenn Töne gefehlt haben dazwischen, habe ich härter angestoßen, eher mit Tü statt Dü. Und allein schon dadurch entsteht auch so eine ganz kleine Lücke zwischen den Tönen, weil das Tü einfach den Ton mehr durchschneidet als das Dü, das ich mit der Zunge mache. Und dadurch habe ich diese Sprünge, die da kamen, heraus sozusagen gebildet und habe ich der Musik die Struktur gegeben, wie sie eigentlich gedacht war von Van Eyck.
Das macht übrigens das Ganze viel einfacher zu spielen. Also ich bin so dran gewöhnt, dass ich diese barocke Artikulationsweise auch anwende, dass es mir echt schwer gefallen ist, euch das so ganz flach einzuspielen, wo alle Noten dü, 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 dü nur sind. Aber wenn man sich damit noch nicht so auskennt, kann das natürlich gut passieren, dass man das erstmal so spielt. Also, da könnt ihr hingehen und erstmal schauen, wo sind Sprünge, wo geht es nicht schrittweise ein Ton, also der nächsthöhere Ton oder der nächsttiefere Ton, sondern wo fehlen ein oder mehrere Töne. Und dann könnt ihr außerdem noch, immer wenn so eine Figur beginnt mit 4 Sechzehnteln, die zusammengefasst sind, könnt ihr eigentlich fast immer die erste davon auch ein bisschen härter anstoßen. Ich weiß, ich habe diese Dinge schon öfters mal erzählt und diejenigen von euch, die meinen Video-Online-Kurs durchgenommen haben, Block für the Next Level, die sind geimpft damit, aber trotzdem begegnet es mir täglich in meiner Unterrichtspraxis mit erwachsenen Blockflöten-Schülerinnen und Schülern, dass das immer wieder übersehen wird, was es da für Chancen gibt, die Musik besser klingen zu lassen durch diese Differenzierung in der Härte eurer Artikulation, also eures Anstoßens. So, dann komme ich zum zweiten Beispiel und dafür habe ich die schöne Gavotta genommen, eigentlich von Arcangelo Corelli, aber bearbeitet von John Bell. Und das ist ein ganz goldiges Stück mit lauter Variation. Da habe ich jetzt einfach mal was vom Anfang genommen. Denn hier geht es mir jetzt darum, die Tonlängen. Ich habe ja gesagt, ihr könnt, auch wenn die Noten vorgegeben sind, variieren mit der Länge eurer Töne. Und gerade wenn ihr Barockmusik spielt, dann ist das sogar sehr wichtig, das zu tun, weil die Zeitgenossen von damals eigentlich so gut wie nichts aufgeschrieben haben, so wie es gespielt wird, sondern denen klar war, wir müssen da ganz viele Luftlöcher noch einbauen in dieser Musik, die nicht drinstehen. Das wäre auch total kompliziert geworden, wenn die eine Note hätten hinschreiben müssen, die nicht ganz bis zum Ende dauert und dann noch kleine Päuschen und so, das wäre ja gespickt mit Pausen. Also, erstmal der Reihe nach. Ich spiele euch das Stück erstmal vor, ohne dass ich manche Töne etwas kürzer spiele. Ich sage nicht schneller, der Rhythmus muss ja bleiben. Ich spiele jetzt alle Töne mal breit sozusagen. So, und jetzt im gleichen Tempo, aber manche Noten kürzer. Und ich erzähle euch gleich, falls ihr es nicht schon hört, welche man da so grundsätzlich kürzer machen kann. Also gleiches Tempo, aber ganz anderer Effekt. Ich hoffe, wir sind da einer Meinung, dass das viel spritziger klingt und fröhlicher. Und ja, was habe ich gemacht? Ich habe hier nach dem Prinzip, dass ich die schnellsten Notenwerte, also hier die Sechzehntel, schön breit gelassen habe, aber die langsameren Notenwerte kürzer gespielt. Nicht schneller, sondern kürzer. Ich habe also Luft dazwischen gelassen. Und das ist was ihr immer machen könnt in Barockmusik. Also das klingt unlogisch, die schnelleren Notenwerte sollen eher flächiger sein, wenn man das so sagen kann, und eher dicht klingen, außer wenn es jetzt Riesensprünge sind. Aber die langsamen Notenwerte, da könnt ihr viel Luft dazwischen lassen. Und das habe ich hier getan. Ich habe bei den Achtelnoten ganz viel Luft gelassen, indem ich die einfach nur kurz angespielt habe, im Grunde wie vielleicht eine Sechzehntel mit einer Sechzehntel Pause und so weiter. Hier nochmal ein anderes Beispiel, wenn ich das nicht tue, wenn ich alles so flächig und breit spiele. Und dann wieder die schönere, wie ich finde, Version und auch aufführungspraktisch passendere Version.
Und da könnt ihr vielleicht auch schon hören, dass ich am Ende dieser Reihe auch schon wieder das angewandt habe mit dem Tütüdüdü und so bei Sprüngen. Das war da jetzt eigentlich auch schon drin. Aber es reicht mal, wenn ihr euch mal ein Stück vornehmt aus der Barockzeit, was ihr spielt und dann mal guckt, wo kann ich denn Noten wirklich kürzer spielen? Wo sind die schnellsten Notenwerte? Die lasse ich erstmal so, die spiele ich nicht, weil das klingt dann oft sehr zickig und ist auch nicht so gedacht, sondern wie hier, also wenn ihr lauter Sechzehntel und Achtel habt, dass ihr das bei den Achteln wirklich mal ausprobiert. Das ist ein Rieseneffekt. So, dann komme ich zum dritten und letzten Beispiel. Wenn ihr jetzt das alles richtig macht, ihr macht Unterschiede im Zungenstoß, ihr macht Tüs, ihr macht Düs und vielleicht noch sonstige Artikulationsarten, ihr macht schöne kurze Noten rein und breite Noten rein und trotzdem kann euch dann nämlich noch was passieren, nämlich dass euer Timing nicht gut ist. Das heißt, in den meisten Fällen, dass ihr dann manche Noten zu früh spielt. Und das passiert vor allem, wenn sie kurz gespielt werden. Wenn ihr sagt, okay, ich spiele jetzt zum Beispiel die Achtel kurz, dann kommt prompt die nächste Note zu früh. Aber ich werde euch das erstmal vormachen. Ich habe hier einen Satz, ein Dolce von Georg Philipp Telemann. Und das spiele ich euch jetzt erstmal mit nicht so gutem Timing vor und danach mit besserem Timing. So, ich hoffe, ihr konntet das jetzt hören, dass ich beim ersten Mal ziemlich überstürzt, vor allem in den zweiten Takt hinein bin und diese ausgeschriebene Verzierung, die da eigentlich steht, diese Figur mit den ganz vielen Balken, mit den 32 und 16, dass die eigentlich ja viel zu früh kam und dann eigentlich wie ein Auftakt klang, obwohl die ja auf den Schlag sein muss. Und was hier auch passieren kann bei diesem Stück, dass ich zwischen diesen Achtelnoten, dieses Ja, da, dam, bam, da, da, bam, dass ich dazwischen auch eile. Und da müsst ihr euch dann sehr beherrschen, also dass euer Timing, eure Zeiteinteilung, wann genau ihr die nächste Note spielt, dass das sehr kontrolliert und streng ist, sonst ist es ganz schnell unrhythmisch. Während wenn ihr es zum richtigen Moment spielt und das heißt in, ich sag mal 90% der Fälle eher später als ihr dachtet, dann kriegt das Stück einen ganz anderen Schwung und klingt rhythmisch und klingt einfach viel frischer und besser. Diese Geschichte mit dem Timing, die ist unglaublich wichtig. Dadurch könnt ihr auch ganz viele Effekte erzielen und ja, eben euer Spiel sofort besser klingen lassen. Dabei ist es wirklich nur eine Kleinigkeit eigentlich. Wenn euch das näher interessiert mit dem Timing, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Dann könnte ich mal ein extra Video nur zu Beispielen mit Timing machen, also wie man das besser machen kann. Okay, ja, ich freue mich, dass ihr bis hierhin dabei wart. Ich freue mich sehr über einen Daumen hoch, falls ihr mir den geben möchtet, falls ihr begeistert seid. Und neuerdings könnt ihr euch sogar mit einem kleinen finanziellen Beitrag bei mir bedanken. Ich glaube, das müsste hier unten irgendwo stehen. Da steht dann Thanks für Danke und da kann man was spenden. Müsst ihr natürlich nicht. Das Abo dieses Kanals ist ja auch völlig gratis. So, also wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über Kommentare und über weitere Vorschläge für neue Videos. Und natürlich, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss!